Wie versprochen habe ich euch mitgebracht, und zwar ein Modell, das ihr euch gewünscht habt bei der Verlosung. Ihr seht's, es ist die USS Tang von Kobi. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Glam Shop. Ich bin der Steinevater und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Kommen wir zu dem wunderschönen Modell. Also wie gesagt, ihr habt es euch gewünscht. Einmal die USS Tang. Das Modell hat 777 Teile. Kriegt ihr für 45 € aus dem Glam Shop. Ihr kriegt das. Es gehört zur Historical Collection vom Zweiten Weltkrieg. Ihr kriegt es in diesem typischen Karton. Ansonsten habt ihr auf dem Karton Skala 1 zu 144, also Maßstab. Hinten drauf habt ihr dann wie immer die paar kleinen Funktionen, was das ganze Ding hat. Ihr habt eine kleine Beschreibung über das Schiff. Das Ganze ist in Englisch gehalten, aber meiste Zahlen, Werte, ja, von wann bis wann im Einsatz und so weiter und so fort. Ich habe auch mal ein bisschen gelesen, war ein recht erfolgreiches U-Boot. Ich glaube an die 37 Abschüsse, wenn ich es recht im Kopf habe. Irgendwie so um eine Dreh rum. Könnt ihr euch ja auch, wenn ihr wollt, selber belesen nochmal. Genau, ihr habt dabei die Anleitung und die Teile. Keine Sticker. Das finde ich so toll bei Kobi. Hier steht übrigens, ich zeige es mal, Pad Printed, No Sticker. Steht hier extra nochmal mit dabei. Bei der FA18 von Maverick, da hattet ihr Sticker hinten, aber ansonsten in der Regel Kobi ohne Sticker. Also nur mit bedruckten Teilen und hier wirklich nochmal klar ersichtlich, nur bedruckte Teile. Bevor ich zu dem Modell selber komme, also wir reden nochmal über Kobi. Also wir hatten ja erstmal zwei Modelle von Kobi. Jetzt ist es so, ihr wisst, Kobi ist der einzigste Hersteller aktuell, der in der EU produziert. Ne? Also auch das steht hier mit drauf nochmal. Kobi ist ein Hersteller, der keine Sticker benutzt, im Normalfall. Und Kobi hat meiner Meinung nach außergewöhnliche Teile. Bei Kobi ist es so, wenn die sich ein Modell vorstellen und wenn sie ein Modell entwerfen und das Teil so gibt es nicht, dann wird das neu gemacht. Also es gibt einfach Teile bei Kobi, die kriegt ihr nirgendwo anders. Und das finde ich persönlich, das eine ganz schöne Sache. Einfach mal was anderes machen, einfach mal rantrauen. Und einfach zu sagen, hey, ich mache mein Ding. Und das unterscheidet sich wirklich extrem von den anderen Herstellern. Ihr werdet, wenn ihr Kobi-Modelle habt, ne, beim Aufbau oder sowas, auch die Art des Aufbaus. Ja. Es ist weiter wie Klemmbausteine natürlich, aber dieses von beiden Seiten bauen und dieses Geflieste, ja, also dass sie schöne Oberflächen haben. Die einen sagen ja, okay, ich stehe mehr drauf, wenn da die Noppen noch ersichtlich sind, so wie bei den älteren Lego-Modellen oder sowas. Passt aber einfach nicht überall. Also ich persönlich finde, wenn ich jetzt hier oben überall Noppen sehen würde, wäre kein schöner Anblick. Und das finde ich toll an Kobi, das unterscheidet sich. Allerdings muss man sagen, inzwischen, preislich ist Kobi nicht arg viel günstiger wie der Konkurrent aus Dänemark. Ja? Aber dennoch gerechtfertigt. Wie gesagt, produziert in der EU. Dadurch haben sie zwar eine geringere Gewinnspanne, wie jetzt andere, die in China herstellen lassen. Deswegen können sie auch nicht noch weiter runter mit den Preisen. Kobi hat eine super Qualität der Teile. Kobi hat einen Haufen Fliesen, die im Großen und Ganzen wirklich top sind. Ja. Ihr werdet von mir noch die Titanic-Modelle bekommen. Da hätten sie noch ein bisschen mehr Mühe sich geben können, beziehungsweise einfach besser überprüfen können, aber das sind große Fliesen. Kommen wir im nächsten Video dazu. Also wie gesagt, Kobi macht da so ein bisschen sein eigenes Ding und unterscheidet sich dadurch von vielen anderen. Und ich persönlich finde es super, einfach mal was anderes zu haben. Und deswegen sage ich auch, ist der Preis gerechtfertigt. Ja? Wie gesagt, EU-Teile, Prints, gute Qualität, hohe Qualität, super Klemmkraft. Also das Ding hier, ich mache es mal vom Ständer ab, ja, das könnt ihr als Baseballschläger verwenden. Ne? Ja? Ich fasse das einfach nur hier hinten an, da bricht nichts durch, da geht nichts ab. Ja? Egal wo ihr es nehmt. Also das Teil ist Bombe, es ist stabil wie sonst noch was. Bei so einem U-Boot gibt es jetzt natürlich nicht viele Details. Trotzdem, die es gibt, hat Kobi mit draufgenommen. Ja, wir haben hier
schau mal, ob ihr seht, wir haben hier einen Anker. Der ist nicht geklebt, das sowieso nicht, aber auch nicht geprintet, sondern einfach als separates Teil dafür entworfen. Ja, das ist schön. Ihr habt da oben die Bordkanonen. Ja? Hinten habt ihr eine bedruckte Fahne. Ihr habt die Antriebsräder, die goldenen. Ja? Ihr habt hier noch ein bewegliches Ruder. Also, die Details, die man auf so ein U-Boot mit drauf machen kann, und es soll ja auch einigermaßen dem Original ähnlich sehen, ja, hat Kobi hier verwendet und verbaut. Übrigens, ihr habt von dem Original-U-Boot, habt ihr sogar hinten auf dem Karton auch nochmal ein Bild. So, jetzt seht ihr das. Also sehr, sehr detailreich gemacht und sehr schön gemacht. Dafür, dass es so ein kleines Set ist. Und ich bin erstaunt, es ist sehr lang. Also ich war beim Aufbau wirklich für 777 Teile, haben wir hier ein ganz schön langes Set. Wir messen es mal kurz aus. So, jetzt schauen wir mal. Also vom Ende. Es steht zwar immer drauf, aber ich messe gerne nach. 66,5 cm in der Länge. Ich glaube, Kobi hat es mit 66 angegeben. Also passt, ist in Ordnung. Von der Höhe her, vom Displayständer bis oben hin, gute 16 cm. Das kommt hin. Ohne 12,5, 13, sowas. Und von der Breite her, ja, wo messen wir es? So, hier an der Stelle so 6,5. Ja, 6,5 cm. Also Riesenmodell. Ich war tatsächlich, war dann erstaunt, ne, vom Aufbau her, dass das doch so lang wird. Und das finde ich, und so stabil ist, wohlgemerkt, ja. Ich habe die Klemmkraft von Kobi schon erwähnt, die ist super. Allerdings habe ich so das Gefühl, das wirkt sich zum Nachteil aus. Ich habe das Modell jetzt schon vor ein paar Tagen gebaut und ich bin immer wieder so ein bisschen am Fliesen nachdrücken. Also ich habe das Gefühl, dass es doch ein bisschen zu genau ist, beziehungsweise ja, die Klemmkraft einfach zu hoch ist, dass sich die Teile wieder lösen, ja, dass die zu sehr unter Spannung sind. Ich kann es noch nicht genau sagen, ist jetzt eher so eine Vermutung, weil tatsächlich, wenn ihr das auch beim Bauen nicht ordentlich zusammendrückt oder gerade bei den Fliesen, ihr überseht mal was, ja, also ihr braucht schon ein bisschen Kraft. Wir werden sehen. Ich habe wie gesagt noch 2 weitere Modelle. Da ist es mir auch so ein bisschen vorgekommen, allerdings die Titanic-Modelle, ja wie gesagt, ist ein bisschen ein anderes Ding wie hier dieses kleine U-Boot. So, ihr habt auch ganz spezielle Kobi-Teile. Also ihr habt da vorne in der Front, ja, das ist eine, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, eine Art Platte, die beidseitig dann, wo ihr eure Steine drauf klipsen könnt. Also auf beiden Seiten mit Noppen. Ja, das habt ihr so bei keinem anderen Hersteller. Kobi sagt, haben wir nicht oder gibt es noch nicht so, ne, machen wir einfach. Brauchen wir für das Modell, machen wir. Ob es sich rentiert immer für ein Modell, ich meine, Kobi hat noch mehr U-Boote, da wird es wahrscheinlich auch noch verbaut sein. Aber das müssen Sie wissen. Anscheinend scheint es sich zu rentieren. Und auch hier die Displayständer von Kobi, die sind immer schön verkleidet. Ja. Ihr habt hier unten noch eine Fliese mit dem Aufdruck. Ja. Genau, da habt ihr den Maßstab, die Bezeichnung von dem Schiff. Es macht was her. Also Kobi sind wirklich meiner Meinung nach schöne Displaymodelle. Ob ihr sie zum Spielen verwenden könnt, ja, begrenzt natürlich. Also klar, die Flugzeuge könnt ihr in die Hand nehmen. Das Ding ist so stabil, also damit können auch eure Kiddies spielen. Ne? Das geht so schnell nicht kaputt. Nur beim Hochheben immer aufpassen, der Ständer, der ist natürlich nicht ganz so fest. So, also schönes Modell. Ich weiß nicht, der Preis waren 45 € im Glamshop, wo ihr es bekommt. Absolut in Ordnung. Wie gesagt, hohes Niveau, Lego-Niveau vom Preis her. Aber Teile-Niveau definitiv besser. Einfach durch diese Vielfalt und auch einfach die Art des Bauens. Ist eine ganz andere, die lässt sich mit keinem anderen vergleichen. Gut, das war das erste Video zu den Modellen, die ihr euch gewünscht habt. Die weiteren Videos werden folgen, aber ein bisschen Abstand. Also es gibt zwischendrin noch ein paar andere Sachen. Wie gesagt, ich stelle euch jetzt erstmal noch mehr Modelle von Kobi vor. Ihr kriegt jetzt als nächstes die Titanic. Da werde ich, ja,
Muss ich mal schauen. Ich glaube, das wird ein längeres Video. In dem Fall keine so kurzen, sondern ein bisschen länger. Ich nehme beide Modelle. Gucken wir mal. Ansonsten, ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, alles Gute.